Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Deutschlerneinheit. Hallo, auch von mir. Schön, dass du wieder dabei bist und mit uns Deutsch lernst. Heute ist Tag 47. Wir lernen ja jeden Tag 15 neue Wörter. Das ist wirklich toll. Du machst super Fortschritte. Ja, genau. Bis Tag 60 bleiben wir hier auf Niveau A2 und danach gehen wir gemeinsam auf das nächste Level, B1. Das ist doch ein tolles Ziel, oder? Absolut. Und wir helfen dir dabei. Du kannst übrigens auch die Shadowing-Technik benutzen. Stimmt. Das heißt, du wiederholst die Sätze laut nach uns. Wiederholung hilft wirklich sehr beim Lernen. Probier es einfach mal aus. Das Thema für heute ist Grundwortschatz, Farben und Formen, Teil 2. Speziell für Deutschlernende auf Niveau A2. Ja. Wir helfen dir, 15 wichtige Wörter zu verstehen und anzuwenden. Es geht um Farben, um Muster und wie man Dinge beschreibt oder, verschönert. Das sind Wörter, die du sicher oft im Alltag brauchst. Zum Beispiel beim Einkaufen, wenn du Kleidung beschreibst oder dein Zuhause schöner machen willst. Stimmt. Und wenn wir dann alle 15 Wörter richtig gut und klar erklärt haben, erzählen wir dir am Ende noch eine kleine Alltagsgeschichte. Ah, okay. Da siehst du dann, wie die Wörter zusammen funktionieren. Super. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran. Fangen wir an. Ja, lass uns starten. Das erste Wort ist ganz grundlegend für unser Thema heute. Genau. Das ist die Farbe. Auf Englisch Color Tone. Die Farbe. Und der Plural ist die Farben. Farben sind ja überall um uns herum. Ein einfacher Beispielsatz wäre: Rot ist meine Lieblingsfarbe. Oder du fragst jemanden, welche Farbe hat dein Pullover? Ganz nützlich. Absolut. Und um Farben genauer zu beschreiben, brauchen wir Adjektive. Ein wichtiges ist hell. Auf Englisch light, bright. Hell. Ja, hell benutzen wir, wenn etwas viel Licht hat oder auch wenn eine Farbe nicht so kräftig ist. Zum Beispiel: Das Zimmer ist sehr hell, weil die Sonne scheint. Okay. Oder auch bei Farben: Ich mag hellblaue T-Shirts lieber als dunkelblaue. Ah, interessant. Und da hast du ja schon das Gegenteil genannt. Dunkel. Auf Englisch dark. Genau. Dunkel bedeutet, es gibt wenig Licht. Ein Beispiel: Im Winter wird es schon am Nachmittag dunkel. Stimmt. Oder es beschreibt eben eine intensive, tiefe Farbe. Er trägt oft einen dunkelgrünen Mantel. Hell und dunkel, das sind wichtige Beschreibungen. Klar. Und wenn etwas viele verschiedene Farben hat, also nicht nur eine, Dann sagen wir, es ist bunt. Auf Englisch colorful. bunt, Ja, bunt ist oft fröhlich und lebendig. Denk mal an Kinderzeichnungen. ja stimmt. Kinder malen gerne bunte Bilder, oder? Im Frühling blühen bunte Blumen im Garten. Stimmt. Bunt macht irgendwie gute Laune. Was können wir denn mit Farbe machen? Wir können etwas färben. Das ist ein Verb. Richtig, färben. Auf Englisch to color. Und das Perfekt ist, hat gefärbt. Hat gefärbt. Färben bedeutet, etwas bekommt eine Farbe, oft eine neue Farbe. Zum Beispiel: Wir färben zu Ostern Eier. Ah ja. Und im Perfekt, wenn es schon passiert ist: Sie hat ihre Haare blond gefärbt. Ah, verstehe. Man gibt etwas eine Farbe. Und womit kann man zum Beispiel malen oder färben, wenn man künstlerisch sein möchte? Dafür braucht man oft den Pinsel. Auf Englisch brush, der Pinsel. Plural, die Pinsel. Der Pinsel? Ja, der Pinsel ist ein Werkzeug. Man benutzt ihn, um Farbe aufzutragen. Zum Beispiel: Nimm einen Pinsel und male die Wand an. Okay. Oder für Details, für die kleinen Ecken brauchst du einen dünnen Pinsel. Gut zu wissen. Man kann aber nicht nur mit Farbe malen oder färben, sondern auch Linien machen, zum Beispiel mit einem Stift. Das nennen wir dann Zeichnen. Das ist auch ein Verb. Genau, zeichnen. Auf Englisch to sketch outline. Das Perfekt ist, hat gezeichnet. Hat gezeichnet. Ja, Zeichnen ist oft das Erstellen von Bildern mit Linien, vielleicht mit Bleistift oder Kugelschreiber. Ein Beispiel: Meine Tochter kann sehr gut Tiere zeichnen. Schön. Und im Perfekt: Er hat einen Plan für das neue Haus gezeichnet. Zeichnen und Färben sind also ein bisschen unterschiedlich. Beim Zeichnen entstehen oft Linien und Formen. Und so eine Form, die nennen wir die Figur. Auf Englisch? Figure shape. Richtig, die Figur. Plural, die Figuren. Eine Figur kann vieles sein.
eine Person, ein Tier, das man gezeichnet hat. Ja. Oder auch eine geometrische Form wie ein Kreis oder ein Quadrat. Zum Beispiel, der Künstler zeichnet eine menschliche Figur. Okay? Oder auf dem Blatt Papier sind verschiedene geometrische Figuren. Das ist klar. Und wenn sich Figuren oder Linien auf einer Oberfläche wiederholen, also zum Beispiel auf Stoff oder Papier, wie nennt man das dann? Dann sprechen wir von dem Muster. Auf Englisch Pattern. Das Muster, Plural, die Muster. Das Muster, ah ja. Richtig. Ein Muster ist eine Struktur, die sich wiederholt. Wir sehen Muster auf Kleidung, auf Tapeten, auf Geschenkpapier, eigentlich überall. Stimmt. Ein Beispiel. Mein Lieblingshemd hat ein schönes Muster. Oder die Tapete im Wohnzimmer hat ein Blumenmuster. Ja, Muster gibt es viele. Schauen wir uns mal 2 wichtige Adjektive für Muster an. Das erste ist kariert. Auf Englisch checkered, plaid. Kariert. Das beschreibt ein Muster aus Quadraten, oft in verschiedenen Farben. So wie bei einem Schachbrett. Ah, okay. Das ist ganz typisch bei Hemden oder Tischdecken. Beispiel. Er trägt eine karierte Hose. Oder die Picknickdecke ist rot-weiß kariert. Das kennt man. Ja. Ein anderes, sehr häufiges Muster ist gestreift. Das ist auch ein Adjektiv. Auf Englisch striped. Gestreift. Gestreift. Ja, gestreift bedeutet, etwas hat Streifen, also lange Linien. Die können dick oder dünn sein, horizontal oder vertikal. Ja, Denk mal an Zebras. Zebras haben ein gestreiftes Fell. stimmt. Oder ein anderes Beispiel, ich suche ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt. Kariert und gestreift, die solltest du dir gut merken. Wenn wir nun Farbe auftragen oder ein Muster auf etwas bringen wollen, brauchen wir eine Unterlage. Das nennen wir die Fläche. Genau, die Fläche. Auf Englisch Surface Area. Die Fläche, Plural, die Flächen. Die Fläche. Ja, die Fläche ist die Oberfläche von etwas. Also zum Beispiel die Fläche einer Wand, die Fläche eines Tisches oder die Fläche von einem Blatt Papier. Verstehe. Beispiel. Bitte male die ganze Fläche grün an. Oder wisch bitte die Fläche vom Tisch sauber. Okay, das ist verständlich. Kommen wir zu 2 weiteren kreativen Verben. Wenn man etwas Neues entwirft, ihm eine Form oder ein Aussehen gibt, zum Beispiel ein Zimmer neu einrichtet oder ein Poster macht, Ja? dann kann man sagen, gestalten. Das ist ein Verb. Auf Englisch, to design, create. Das perfekt ist, hat gestaltet. Gestalten. Das ist ein sehr aktives Verb. Es bedeutet, etwas zu formen, zu entwickeln, zu designen. Es ist oft ein bisschen mehr als nur schmücken. Ah ja, Beispiel: Die Studenten gestalten ein Plakat für das Sommerfest. Oder im Perfekt: Wir haben unseren Garten neu gestaltet. kurze Pause hier. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere bitte unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr, weiterzumachen und neue Lerneinheiten für dich zu erstellen. Ja, danke für deine Unterstützung. Machen wir weiter mit einem Wort, das ähnlich wie gestalten ist. Dekorieren. Das ist auch ein Verb. Okay? Auf Englisch to decorate. Das Perfekt ist hat dekoriert. Dekorieren. Hat dekoriert. Dekorieren bedeutet, etwas zu schmücken, etwas schöner zu machen, oft für einen bestimmten Anlass oder einfach um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Ah, verstehe. Beispiel: Zu Weihnachten dekorieren wir den Tannenbaum bunt. Oder sie hat den Tisch für die Beste schön dekoriert. Stimmt. Gestalten ist vielleicht eher das Grundlegende, das Schaffen von etwas Neuem. Genau, hat kombiniert. Hat kombiniert. Kombinieren bedeutet, verschiedene Dinge zusammenzubringen, sodass sie gut zusammenpassen oder zusammen funktionieren. Man kann Farben kombinieren, Kleidungsstücke, Ja. aber auch Ideen oder Zutaten beim Kochen. Beispiel: Du kannst hellblau und weiß gut kombinieren. Okay, Oder im Perfekt: Er hat in seinem Vortrag Theorie und Praxis gut kombiniert. super. Das waren unsere 15 Wörter für heute. Also, die Farbe, hell, dunkel, bunt, färben. Der Pinsel, zeichnen. Die Figur, das Muster, kariert, gestreift. Die Fläche, gestalten, dekorieren und kombinieren. Puh. Ja, das waren viele nützliche Wörter rund um Farben, Formen und Kreativität. Und jetzt
Hör gut zu. Wir erzählen dir eine kleine Geschichte, in der alle diese Wörter vorkommen. Ah, toll. So kannst du hören, wie sie im Zusammenhang verwendet werden. Bist du bereit? Ja? Stell dir vor, deine Freundin Anna möchte ihr Zimmer neu gestalten. Sie findet es im Moment etwas langweilig und, unpersönlich. Ja, sie möchte es gemütlicher machen. Zuerst wählt sie eine neue Farbe für die Wände. Sie entscheidet sich für ein schönes Gelb, aber ein ganz helles Gelb, damit der Raum freundlich und größer wirkt. Okay. Eine kleine Wand soll aber als Akzent dunkelblau werden. Das kombiniert sie also. Oh, das klingt nach einem schönen Kontrast. Sie kauft die Farben und natürlich auch einen Pinsel. Sie braucht sicher einen großen Pinsel für die Wände und einen kleinen für die Ecken. Genau. Dann beginnt sie, die größte Fläche der Wand gelb zu färben. Das macht ihr richtig Spaß. Selbst machen ist doch toll. Nachdem die Wände dann trocken sind, möchte sie noch etwas Künstlerisches machen. Sie nimmt ein großes Blatt Papier und Stifte. Und was will sie machen? Sie möchte eine lustige Figur zeichnen. Vielleicht einen Fantasievogel. Ein Fantasievogel. Super Idee. Der Vogel soll natürlich nicht langweilig aussehen, sondern richtig bunt sein. Klar. Sie benutzt viele verschiedene Stifte und malt den Vogel in allen Farben des Regenbogens an. Sie überlegt, ihm auch ein Muster auf die Flügel zu malen. Welches Muster passt denn zu einem bunten Fantasievogel? Soll es kariert sein oder doch lieber gestreift? Karierte Flügel sehen vielleicht ein bisschen seltsam aus, oder? Ja, vielleicht. Sie entscheidet sich für bunte, unregelmäßige Streifen. Das sieht bestimmt einzigartig aus. Perfekt. Zum Schluss möchte sie noch ihren Schreibtisch ein bisschen dekorieren. Sie hat vom letzten Urlaub schöne Muscheln und kleine bunte Steine mitgebracht. Ah, schön. Die legt sie nun in einem schönen Muster auf die Tischplatte. Nicht so viel, nur so ein kleiner Akzent. Fertig. Anna ist sehr zufrieden. Sie hat ihr Zimmer komplett neu gestaltet. Es ist jetzt viel heller, freundlicher und hat durch die Farben, das selbstgezeichnete Bild und die Dekoration eine persönliche Note. Das ist eine schöne Geschichte, oder? Hast du alle Wörter wieder erkannt? Wir hoffen, die Geschichte und die Beispiele helfen dir, die Wörter besser zu verstehen und zu behalten. Wiederholung ist wirklich wichtig beim Sprachenlernen. Hör dir die Folge vielleicht einfach noch einmal an oder versuch, die Wörter selbst zu benutzen. Genau. Und jetzt bist du dran. Schreibt bitte eure Sätze mit diesen Wörtern in die Kommentare. Versucht doch mal, für jedes Wort einen eigenen Satz zu bilden. Ja, das wäre super. Wir lesen sie sehr gerne und es ist eine tolle Übung für dich. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniert den Kanal und wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Das motiviert uns sehr, weiterzumachen. Und vergesst nicht, das Thema von morgen ist auch ein sehr spannendes Thema. Arztbesuch. Oh ja, wichtig. Da sprechen wir über wichtige Wörter für Gesundheit, Untersuchung und Arzttermine. Das ist wirklich nützlich im Alltag. Also bleibt unbedingt dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis morgen. Tschüss, mach's gut und lerne fleißig weiter.